Das atomare Zeitalter beginnt nicht immer mit einem blendenden Blitz am Himmel. Manchmal nimmt das Ende der Welt seinen Anfang im absoluten, erdrückenden Dunkel, tief unter der Erde. Im feuchten Fels kratzen und hämmern verurteilte und verführte Männer an der rauen Erdkruste. Alles nur, um den unstillbaren nuklearen Hunger eines fernen Diktators zu füttern. Am Morgen des 29. August 1949 zerreißt ein unnatürliches, blendendes Licht den Himmel über Kasachstan. Die erste sowjetische Atombombe, ehrfürchtig Erster Blitz genannt, beendet das amerikanische Monopol. Die gigantische Druckwelle radiert die trockene Steppe von Semipalatinsk erbarmungslos aus. Die Welt hält den Atem an. Ein unheilvolles neues Zeitalter der Massenvernichtung ist angebrochen. Doch das spaltbare, radioaktive Herz dieser Bestie stammt überhaupt nicht aus den Weiten Sibiriens. Der Kern wurde tausende Kilometer entfernt in Ostdeutschland, mühevoll aus dem harten Fels gebrochen. Von verzweifelten Kumpeln, die unter Tage buchstäblich ihre Lungen aushusteten. Dies ist die verdrängte Geschichte der Wismut, einem stalinistischen Fleischwolf auf deutschem Boden. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges steht Moskau vor einem massiven strategischen Albtraum. Die USA haben die vernichtende Bombe. Stalin hat nichts als unerschlossene Erde. Die hastige Gründung der sowjetischen Aktiengesellschaft Wismut im Jahr 1947 ändert alles. Ganze sächsische Landkreise im Erzgebirge werden hermetisch vom Rest der DDR abgeriegelt. Die Wismut wird über Nacht zu einem gnadenlosen, unsichtbaren Staat im Staate. Das ist nicht mein Problem, aber die Erlaubnis ist gültig. Die Geheimhaltung nimmt schnell vollkommen paranoide und absurde Züge an. Das absolute Zentrum dieser streng bewachten Todeszone ist die legendäre Zeche 50 in Aue. Hier schlägt das laute industrielle Herz der systematischen sowjetischen Ausbeutung. In schwere Kisten verpackt, tritt das strahlende sächsische Uran seine Reise an. Eine lange Reise, tief hinein in die geheimen nuklearen Labore der Sowjetunion. Doch wer waren die Menschen, die dieses tödliche Erz mit bloßen Händen förderten? Die offizielle SED-Propaganda spricht heuchlerisch und lautstark von Uran für den Frieden. Die Realität unter Tage gleicht jedoch eher einem staubigen Vorhof der Hölle. Um das stalinistische System am Laufen zu halten, lockt die Wismut mit extremen Privilegien. Es gibt enorm hohe Prämien und begehrte Lebensmittelzuteilungen für die Kumpel. Auf dem Höhepunkt der Förderung lockt dieses korrupte System fast 200.000 Menschen an. Es ist ein buchstäblich teuflischer Pakt. Relativer Wohlstand gegen den sicheren physischen Verfall. Effektiver Arbeitsschutz existiert in den frühen Jahren schlichtweg überhaupt nicht. Es gibt keine Atemschutzmasken. Nichts hält den feinen Quarzstaub auf. Dieser setzt sich stumm und unausweichlich in den Lungen der Männer fest. Das Resultat ist eine schleichende, unaufhaltsame Epidemie von schwerer Silikose.
Zehntausende zahlen diesen Pakt am Ende mit qualvollem, strahleninduziertem Lungenkrebs. Und die Wismut schweigt beharrlich. Absolute Verschwiegenheit ist das oberste Gesetz. Denn der allmächtige sowjetische Geheimdienst KGB wacht rigoros über dieses Imperium. Die ungestörte Uranförderung ist ein elementarer Bestandteil der sowjetischen Verteidigung. Kritiker, Spione und angebliche Saboteure werden unbarmherzig und systematisch gejagt. Dies ist das traurige Schicksal von 3 mutigen jungen Männern. Axel Fritz Weidenbach, Gerhard Fieger, Hans-Gerd Kirsche. Der 27-jährige Geologe Axel Fritz Weidenberg blickt seinen Richtern ins Auge. Neben ihm sitzt der 24-jährige Georg Fieker. Ihr ungeheuerliches Verbrechen? Sie wollten die tödliche Wahrheit an die Öffentlichkeit bringen. Sie informierten den Westberliner Sender RIAS über das tödliche System unter Tage. Die Antwort des sowjetischen Militärtribunals ist juristisch kurz und absolut tödlich. Weidenberg und Fieker werden wegen Hochverrats kurzerhand zum Tode verurteilt. Die offizielle Begründung lautet verbrecherische Handlungen zum Nachteil der Sowjetunion. Das globale nukleare Wettrüsten wurde lokal mit Blei und Blut durchgesetzt. Der dritte Angeklagte, der 22-jährige Hans-Gerd Kirsche, bleibt vorerst am Leben. Doch sein Urteil lautet auf 25 Jahre brutale Zwangsarbeit. Sein Leidensweg führt ihn direkt in die eisige Hölle des berüchtigten Gulags Vorkuta. Weit über dem Polarkreis erwartet ihn der langsame, qualvolle Kältetod. Hans-Gerd Kirsche wird die Freiheit und seine Heimat niemals wiedersehen. Er wurde nach 2 Jahren bei einem Lageraufstand erschossen. Ein weiteres vergessenes Bauernopfer für die Bombe. Doch auch für die angepassten Kumpel im heimischen Erzgebirge ist der Tod allgegenwärtig. Die rücksichtslose Quotenjagd fordert massenhaft Opfer durch unvorhersehbare Grubenunglücke. Unzureichende Wartung der Technik ist der blutige Preis für das schnelle Uran. Diese permanente Lebensgefahr kumuliert drastisch am 15. Juli 1955 in Niederschlema. Tief unten im Schacht 250 bricht ein rasender, verheerender Grubenbrand aus. Die schiere Verzweiflung der eingeschlossenen Männer unter Tage ist grenzenlos. Toxische Gase, vor allem Kohlenmonoxid, fressen sich rasend schnell durch die Stollen. Die hastigen Rettungsversuche von über Tage arten in absolutes Chaos aus. Verzweifelte Helfer fahren völlig ohne Atemschutzgeräte in die Tiefe ein. Sie ersticken jämmerlich und vollkommen wehrlos an den unsichtbaren Grubengasen. Die überforderte sowjetische Einsatzleitung versagt in dieser Nacht auf ganzer Linie. Während sich 5 Männer durch Einmauern retten, sterben in den Gängen 33 Bergleute. Die staatliche Reaktion am nächsten Tag offenbart die tiefe ideologische Verblendung der DDR. Reflexartig werden massive Sabotagevorwürfe laut, um vom eigenen systemischen Versagen abzulenken. Niemand darf die fehlerhaften, tödlichen Strukturen der Wismut jemals öffentlich in Frage stellen.
Am 22. Juli 1955 inszeniert der sozialistische Staat schließlich seine eigene Trauer. Ein gewaltiger, durchorganisierter Staatstrauerakt in den regennassen Straßen von Karl-Marx-Stadt. Die Toten werden zynisch zu heroischen Opfern für den Aufbau des Sozialismus verklärt. Propagandistische Reden überstrahlen an diesem Tag das echte Leid der Hinterbliebenen. Die Kameras fangen die Gesichter der verhärmten, weinenden Witwen im Regen ein. Sie alle wissen ganz genau, dass ihre Männer für eine absolute Lüge starben. Eine schmutzige Lüge aus toxischem Quarzstaub, Uranerz und sowjetischem Imperialismus. Das Uranerz des Erzgebirges ist unter unvorstellbaren menschlichen Opfern gefördert worden. Hunderttausende Tonnen von hartem Gestein wurden blindwütig aus dem Berg gebrochen. Tausende Leben wurden bereitwillig auf dem kalten Altar des atomaren Wettrüstens geopfert. Doch das rohe Erz allein ist für Stalins vernichtende Bombe absolut wertlos. Um die Kettenreaktion in der Waffe auszulösen, reicht kein einfacher Steinbruch. Man benötigt zwingend hochreines, massenhaft angereichertes und waffenfähiges Uran-235. Ein Prozess, der eine technologisch extrem komplexe und feine Filterung erfordert. Das unverzichtbare technologische Herzstück, um diesen Filterprozess überhaupt zu ermöglichen, wird überraschenderweise nicht in sowjetischen Hochtechnologielaboren am Ural gefertigt, Guten Tag. Guten Tag. sondern nur wenige Kilometer vom Erzgebirge entfernt, mitten in der deutschen Provinz. In einer scheinbar friedlichen, völlig verschlafenen thüringischen Kleinstadt. Verbergen sich die wahren, heimlichen Architekten des atomaren Schreckens. Es sind einfache Weber, die hier ahnungslos an modifizierten Maschinen sitzen. Sie weben kein Tuch, sondern das feinste und widerstandsfähigste Metallgitter der Welt, um das Schicksal der gesamten Welt buchstäblich in feinsten Metalldraht zu binden. Ohne diese deutschen Spezialdrähte gäbe es keine stalinistische Atombombe. Und das nukleare Gleichgewicht des Schreckens hätte sich niemals so schnell verschoben. Das blutige Erz aus dem Sachsenland war nur der grausame, dreckige Anfang. Die eigentliche Veredelung des Todes fand im absoluten Verborgenen statt. Wer waren die geheimnisvollen Drahtzieher dieser hochtechnologischen Ausbeutung? Und wie gelangte diese empfindliche Technologie unbemerkt in die Hände der Sowjets? Die Antworten darauf liegen unter dicken Schichten von staatlichen Lügen begraben. Lügen, die erst Jahrzehnte später ans blendende Licht der Geschichte kamen. Im nächsten Kapitel sehen Sie die feinen Fäden der Vernichtung. Wie ostdeutsche Weber unbewusst das Herz der gefährlichsten Bombe knüpften und der KGB jeden potenziellen Mitwisser erbarmungslos über Grenzen hinweg jagte. Bleiben Sie dran. Die wahre Geschichte des Kalten Krieges wurde maßgeblich in den Kellern und Schächten Ostdeutschlands geschrieben. Ich sehe ein Abo in deiner Zukunft.